obwohl die Kohle das Einhalten der 1,5-Grad-Grenze unmöglich macht. Das Schlimme ist, dass hier die 1,5 Grad Grenze hochgehalten wird, als wäre es die Offenbarung, als wäre es die Erlösung. Aber dabei ist es eine Beleidigung an alle Menschen aus dem globalen Süden, die 80% der Welt, die nicht weiß sind, für die es die jetzigen 1,2 Grad die reinste Hölle ist. Willkommen in Unser Aller Wald. Bist du soweit? Jo, Paul, was machen wir hier den ganzen Tag? Hi! Ja, also wir blockieren natürlich die ganze Zeit 650 Millionen Tonnen Braunkohle. Und ansonsten, ja, wir bauen Hütten dämmen, Baumhäuser dämmen, Öfen überall reinbauen, so viele Öfen wie wir kriegen können. Wenn ihr Öfen habt, spendet Öfen. Feuerstellen zu schaffen. Noch mehr Holz. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit hat hier auf dem Camp mega viel stattgefunden an Workshops, an Diskussionen, an vor allen Dingen Empowerment von Menschen der BIPOC-Community, die mega viel hier ausgerichtet haben an Veranstaltungen und ganz viel Energie hier reingesteckt haben, um einen coolen Ort zu kreieren. Wir schnippeln und kochen. Wir bauen unsere Infrastruktur aus. Wir haben Awareness. Wir lernen zusammen, ja, und wir chillen und hängen einfach ein bisschen ab und wir beleben ganz viele Häuser. Ich liebe dieses neue Painting. Es ist so schön. Litzi hat wieder neue HausbewohnerInnen. Genau, denn es kann nicht angehen, dass hier Häuser einfach ewig lange leer stehen und deshalb sind Menschen wieder in die Häuser eingezogen und sind jetzt schon seit 2 Wochen da. Und machen es sich gemütlich und laden auch gerne gerade öfter zu Kaffee und Tee und Fotoausstellungen ein. Alle meine Unbekannten, Freunde, Geliebte, mit denen ich zusammenrannte, die sie an meiner Stadt kriegten, an alle da drin, wegen denen wir heute nicht vollzählig sind. Wir sind längst nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Auch heute harren tausende Menschen unter unwürdigsten Bedingungen an der europäischen Außengrenze aus. Laut Pro Asyl sind allein zwischen Januar 2014 und Oktober 2019 knapp 20.000 Menschen in Mittelmeer und Atlantik auf Fluchtrouten ertrunken. Die Dunkelziffer dürfte vermutlich noch deutlich höher sein. Die Kämpfe um Klimagerechtigkeit und Bewegungsfreiheit und offene Grenzen hängen eng miteinander zusammen. Deswegen werden wir auch demnächst auf diesem Kanal ein neues Format namens No Border News eröffnen, in dem Menschen von den Situationen an der europäischen Außengrenze berichten werden. Als wir vor knapp 2 Jahren angefangen haben, diesen Vlog zu planen, haben wir auch Kontakt zu Reza aus Afghanistan bekommen. Reza lebte zu diesem Zeitpunkt auf der griechischen Halbinsel Lesbos in dem Camp Moria und hat uns von dort von seiner Situation erzählt. Inzwischen ist der Kontakt zu Reza abgebrochen, sodass wir heute leider nicht wissen, wie es ihm und seiner Familie geht. Hallo, mein Name ist Reza. Ich komme aus Afghanistan und lebe seit einem Jahr mit meiner Frau und einem meiner Sohn auf Lesbos. Mein Sohn ist 8 Jahre alt. Mein anderer Sohn ist in Deutschland. Er ist 11 Jahre alt. Wir haben zuerst im Lager Moria gelebt.
seit das Feuer alles niedergebrannt hat, lebe ich im neuen Lager Karatepe. Ich bin seit 2015 mit meinem Sohn nach Deutschland gekommen und habe dort 5 Jahre lang gearbeitet und versucht, Asyl zu bekommen. 2019 bekam ich endlich die Erlaubnis zu bleiben. Aber ich wollte meine Familie bei mir haben. Meine Frau und mein anderer Sohn waren noch im Iran, um die Dokumente für die Familienzusammenführung zu bekommen. Bin ich in den Iran gereist. Meinen Sohn musste ich in Deutschland zurücklassen, weil er zur Schule gehen musste. Leider habe ich auf der Reise meinen Pass verloren und es war sehr schwierig, einen neuen zu bekommen. Nach einigen Versuchen zurückzukommen, habe ich es alleine mit meiner Frau und einem Sohn versucht, aber jetzt sitzen wir hier auf Lesbos fest. Mein Sohn lebt nun schon seit über einem Jahr ohne seine Familie und die Bedingungen hier im Lager sind Katastrophe. Das Erste, was ich hier fühle, ist Wut. Wut über eine sogenannte Klimagerechtigkeitsbewegung. Ein Wort, was so oft in den Mund genommen wird, ohne zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich bedeutet. Wie wir eigentlich hier in dieser Katastrophe landen konnten, die wir Klimakrise nennen. Und jetzt nehme ich diese 2 Worte mit K in den Mund, die sich keiner traut hier auszusprechen. Kapitalismus und Kolonialismus. Denn nur durch die Ausbeutung der Böden, der Schätze, der Natur und der Körper und der Leben unserer Vorfahren, durch Genozide und einem Ökosystemkollaps im globalen Süden konnten sich die Menschen hier im globalen Norden den Reichtum anhäufen, auf den sie jetzt sehen. Das Problem damit, 1,5 Grad als Ziel zu betrachten, ist, dass das ganze Leid dadurch unsichtbar gemacht wird, was schon 1,2 Grad globale Erwärmung bedeuten. Das hat uns vor allem nochmal Vanessa Nakate, eine ugandische Aktivistin, bewusst gemacht, als sie uns hier besucht hat und gesagt, dass schon 1,2 Grad globale Erwärmung die Hölle für viele Communities im globalen Süden sind. Gleichzeitig sind bei den ganzen Budgetberechnungen nicht die historische Schuld mit einberechnet. Das bedeutet, wenn man eine globale gerechte Rechnung machen würde, dann würden Länder wie Deutschland, die die 4. größte historische Schuld an der Klimakrise tragen, gar keine Emissionen mehr machen dürfen. Das ist aber alles im Pariser Klimaabkommen zumindest nicht ausreichend einberechnet. Deswegen sind wir umso froher, überleiten zu können zu Menschen, die tatsächlich das Klima schützen, nämlich zu unserer Korrespondenz nach Indien. This is Shikha Mitra, President of All India Women's Conference, East Calcutta Constituency. This is a constituent branch of All India Women Conference, head office in New Delhi. We are an NGO in Kolkata working from the last 49 years for the welfare of the society. We preliminarily work for the women and children of slums in Kolkata and surroundings until we got the opportunity to work with Gender CC on climate change. The Gender into Urban Climate Change Initiative project seeks to develop gender-responsive policy recommendations with the aim of empowering children with their participation in urban planning process and implementation. The main goal of the project is to ensure the effectiveness, inclusiveness, and acceptance of local mitigation and adaptation policies. After the initial work in this project, we included preparing a status quo report and concluding interviews with policy makers began the pilot project. For the pilot project,
we decided to work in the Sundarbans region, considering its geographical importance and vulnerability. On January 2020, we visited the area named Achintanagar, a small village in the island of Sundarban, surrounded by water in its two sides and devastated by Cyclone Bulbul 2 months back. Speaking with the locals, we realized nutrition food was a big problem for the locals. So, with a view of the uprooted trees due to Cyclone Bulbul and also considering the need for healthy food for locals, we plan to focus on plantation and organic farming in the area of the pilot project. In August 2020, we began with the pilot project in Achintanagar amidst the COVID breakdowns, and by that time, the Sundarban had faced yet another climate disaster, the super cyclone Amphan. The cyclone Amphan had resulted in widespread disaster in the state of West Bengal, with the Sundarbans being the worst hit, initially beginning with sending relief materials once for COVID lockdown and then for Cyclone Amphan. We felt it was the time to start the pilot project. With the help of a local organization, Chetna Sangha, which provided field workers for the project, we were successful in beginning the project. It is an ongoing project. We are also thinking of doing further any more project there for the benefit of the local people. Thank you very much. The idea was to involve the women of the area in the project, and so we included 109 women who were engaged in both the inland plantation, the mangrove plantation, and also the organic farming. We also ensured that they underwent training so that they knew the whole process. They were taught on how to make the saplings for the plantation. They were taught on how to make vermicompost for organic farming. So once they were away from this umbrella of this project, they could be self-sufficient in helping themselves. The idea of the plantation was basically to promote the afforestation into the area, and through mangrove plantation we were trying to ensure lesser soil erosion and lesser devastations from the upcoming cyclones. So from August 2020 to January 2021, they had worked vigorously on all the aspects of the project, and in February 2021 we have visited the area, and the feedbacks that we got from the women were really satisfying. We had tried to attach some of the feedbacks in the video. কি নাম আপনার? কল্পনা রায়। আপনি এটা করেছেন জৈব সারের? হ্যাঁ, আমি জৈব সারে চাষ করি। আচ্ছা, কি কি সবজি আছে এখানে? এখানে টমেটো আছে, বেগুন আছে, লঙ্কা আছে, বিন আছে, লাউ আছে, মূলো আছে, আর আছে ধনে আছে, আচ্ছা, তারপরে পালং আছে, বিভিন্ন রকমের সবজি আছে। আপনার কি মনে হচ্ছে আপনার সুবিধা হয়েছে এটা দিয়ে, এটা করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার খুব ভালো লেগেছে, এটা করে আমার সুবিধা হয়েছে। আপনারা কি নিজেরাও খান তো এই সবজি? হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই খাই বাড়িতে। আচ্ছা আচ্ছা, আর পরে কি এটা বড় করে বিক্রি করার কিছু কথা ভাবছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে ওতে কি কিছু আর্থিকভাবে লাভ হবে? হ্যাঁ, আমি পরে যদি ভালোভাবে প্রসেসিংগুলো করতে পারি বা ভালোভাবে চাষ করতে পারি, অবশ্যই আমি লাভ পাবো আশা করছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। Before ending, I would like to mention that right now when the whole country, India, is under the COVID crisis, Sundarban is yet again ready to face another devastating cyclone. Cyclone Yash is about to make the landfall in Sundarban around 26th to 27th of May 2021. All we can hope is this time maybe the devastation could be lesser, maybe it could be avoided in some way or the other. Thank you. Das war's von uns heute aus der Stadt Rheinland. Folgt uns auf unseren Kanälen. Instagram, YouTube, und kannst du den Algorithmus